Disneys Fantasia. Die Entstehung der Erde bis zum Fall der Dinosaurier wird von der Musik The Rite of Spring untermalt. Wer hätte da geglaubt, dass gerade diese Musik Jahrzehnte zuvor den größten Skandal der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts auslöst? Wir schreiben das Jahr 1913 und sind in Paris. Die Uraufführung des Ballettes Sacre du Printemps, so heißt nämlich das Werk im Original, ist in vollem Gange. Komponist Igor Strawinsky. Die Choreografie dazu hat der berühmte Balletttänzer Wacław Nijiński gemacht. Nach nur wenigen Minuten herrscht komplettes Chaos und Tumult im Zuschauerraum. Die krasse rhythmische Musik ist für die Zuschauer zu viel. Sie schreien, sie pöbeln, sie machen sogar Tiergeräusche nach. Es kommt zu Schlägereien. Der Komponist Igor Strawinsky muss fliehen. Er geht durch den Backstage-Bereich und springt sogar aus dem Fenster auf die Straße. Ihm passiert nichts, doch letztendlich gibt es 27 Verletzte unter den Zuschauern. Die ganze Welt macht sich über die Aufführung lustig und das Stück wird von der Presse zerrissen. Aus heutiger Sicht war dieses Ereignis bahnbrechend und machte den Weg frei für die heutige moderne Musik. Zahlreiche Tänzer haben diese Musik für sich entdeckt und eigene Choreografien arrangiert, so auch die berühmte Tänzerin Pina Bausch. Dieses Ballett ist heute eines der beliebtesten Ballette bei jungen Leuten.